Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen auf dem Rheinburgenweg unterwegs. Mittlerweile auf Etappe 11 und 12 des Rheinburgenweges. Und zwar von Andernach über Bad Breisig nach Remagen. Ja, zusammengenommen haben die beiden Etappen rund 37 Kilometer, 1100 Höhenmeter, die es dabei zu überwinden gilt. Und wie ihr seht, sind wir mittlerweile auch wieder am Rhein angekommen. Und die Etappen werden nun auch dem Rhein wieder lose folgen. ja, so schaut's aus. Und dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die Etappen 11 und 12 so sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start der 11. Etappe war etwa 3 Kilometer oberhalb der Andernacher Altstadt. Mit anderen Worten, unsere Akkus waren schon zu Etappenbeginn nicht mehr ganz voll. so, gleich zu Beginn der Etappe stehen wir ordentlich Unter Strom. Nun ja, mit kontaktlosem Laden sollten unsere Akkus nun bald wieder die 100% erreichen. Die werden wir auch brauchen, sind heute doch gut 20 Kilometer zu wandern. Die ersten stetig leicht ansteigenden Kilometer führten uns durch Ackerland mit weitem Blick und hier und da sogar ein paar Sonnenstrahlen. Kaum war die Hügelkuppe erreicht, führte der Weg wieder bergab und in den herbstlich bunten Wald mit dem ein oder anderen schönen Ausblick auf den Rhein. ja, was soll ich sagen? Da geht unseren Weg weiter, Fastarbeiten. Ist natürlich wieder super. Aber Sie haben ein ganz tolles Schild für uns aufgestellt, das können wir auch nochmal Könnt euch zeigen. mal eines hin am Auto, genau. Und dann gehen wir jetzt mal einen Umweg, eine Umleitung suchen. Da kommt Freude auf. 3 Kilometer Zuwegung, gut 20 Kilometer Etappe und dann noch eine Umleitung. Na, hoffentlich ist der Bogen nicht allzu groß, den wir schlagen müssen. Da wären wir wohl wieder rausgekommen. Das heißt, der Tobi hat es wohl geschafft, den kürzesten Umweg zu finden, um diese Sperrung herum. Ja, es war ein bisschen ein Wildschweinweg, aber war machbar. Ein bisschen mehr hoch, ein bisschen mehr runter. Aber jetzt können wir hier weiterlaufen. Zum Glück kostete uns der Umweg nur wenige 100 Meter. Gepriesen sei der digitale Routenplaner, also weiter bergab. Unten angekommen, streiften wir kurz das Örtchen Namedy und sogleich ging es wieder bergauf. Die 700 Höhenmeter der Etappe kommen ja nicht von ungefähr. Tobi merkt man an, dass er zu Beginn der Etappe seine Akkus aufladen konnte. Er schaltete bergan mal nicht in seinen berüchtigten Berggang. Hoffentlich geht das bis zum Ende der Etappe gut.
der Höhe angekommen, wanderten wir wie zu Beginn ein Stück über Felder samt schöner Aussicht, bevor es kurz hinter dem Gaishügelhof wieder in den Wald ging. Mitten im Wald erwartete uns dann ein echtes Highlight des Rheinburgenwegs. Nein, keine Burg, sondern der alte römische Steinbruch an der Hohen Buche, einem alten Vulkan in der Eifel. Keine Angst, der letzte Ausbruch ist schon ein wenig her, etwa 110.000 Jahre. Zur Römerzeit wurde der dort durch den Vulkanismus entstandene Basalt im 2. Jahrhundert abgebaut und für den Bau der Trierer Brücke über die Mosel verwendet. Aber auch in Mittelalter und Neuzeit wurde hier noch Basalt abgebaut und unter anderem für die mittelalterliche Stadtmauer Andernachs verwendet. Vor Ort sind neben vielen Hinweistafeln noch zahlreiche Spuren des Abbaus zu entdecken. Kurz und knapp, ein richtig spannender Wegabschnitt. Nach der Spannung wurde es wieder kräftezehrend. Auf breitem Weg ging es im Wechsel zwischen Wald und Feld weiter. Der Abstieg nach Brohl-Lützing bescherte uns dann neben schmalem Bergpfad auch etwas, das wir schon mehrere Etappen lang auf dem Rheinburgenweg nicht mehr unter die Füße bekommen hatten. Eine felsige Passage, die an einer Stelle sogar seilversichert war. Das entschädigte uns dann wieder etwas für die vielen Kilometer breiten Weges, auf dem unsere Akkus sich ziemlich schnell entleert hatten. Unten angekommen, durchquerten wir den beschaulichen Ort und gegen Ende ging es dann, wie sollte es anders sein, bergauf. Die vor uns liegende Burg Brohleck stammt in ihren Ursprüngen aus dem 14. Jahrhundert. Ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt sie im Jahre 1891. Nachdem die Burg ab den 1970er Jahren sich selbst überlassen worden war, wurde sie in jüngerer Vergangenheit von den heutigen Besitzern wieder instand gesetzt. War Tobi vorhin nicht flotter unterwegs? Das sieht mir doch schon wieder verdächtig nach seinem Berggang aus. Da hat die kurze Aufladephase über den felsigen Pfad wohl nicht ausgereicht. Glücklicherweise sollte der steile Anstieg nicht allzu lange sein. Am Ende des dritten größeren Abstiegs des Tages erwartete uns das Örtchen Brohl, welches wir nur kurz durchquerten, um sogleich auf der anderen Ortsseite wieder aufzusteigen. Ob Tobis Akku das noch verkraftet? Ui, sind Sie auch schon da? Ich sitze auf der Bank mit dem Himmelsleiterblick. Ist ein bisschen eng, aber der Blick ist gut. Ich sage euch jetzt besser nicht, wie lange Anne auf mich warten musste. Aber zum Glück war auch dieser Anstieg nicht allzu lange und belohnt für die Mühen obendrein mit einem umfassenden Rheinblick.
Dann war es geschafft. Bad Breisig war erreicht. Also nur noch kurz durch den Ort Auslau. Oder auch nicht. Irgendjemand hielt es wohl für eine gute Idee, den Weg um den Ort herumzulegen. Steigung inklusive. Aber dann war es wirklich geschafft. Das Ende der Etappe war erreicht. Den Blick aus dem Bett direkt auf den Rhein hatten wir uns heute wirklich verdient. Wobei, die Entscheidung zwischen Schlafen und den Blick auf den Fluss genießen war nicht leicht. Nachdem wir die Morgenstimmung am Fluss genossen hatten, ging es auf die 12. Etappe. Und der heutige Tag hatte Seltenheitswert auf unserem Rheinburgenweg-Abenteuer. Sonnenschein und strahlend blauer Himmel erwarteten uns auf der nunmehr vorletzten Etappe des Weges. Tja, so wie die letzte Etappe aufgehört hat, mit fröhlich steil bergab, gehen wir jetzt wieder fröhlich steil bergauf. Trotz erholsamer Nacht hatte ich wieder einmal mehr Freude am Bergangehen. Tobi legte an diesem Tag direkt seinen Berggang ein. Wahrscheinlich war er in Gedanken immer noch im gemütlichen Bett mit Blick auf den Rhein und musste seinen Kreislauf erst noch von der Unumgänglichkeit des Inschwungkommens überzeugen. Eine am Ende des Anstiegs stehende Panoramaschaukel wurde von Anne gleich mal in Beschlag genommen. Tja, wer schnell oben ist, kann auch länger ausruhen. Weiter ging es nun durch lichtdurchfluteten Herbstwald. Breit, aber schön zu laufen. Hier kam der Tobi nun auch in den Genuss einer Panoramaschaukel. Wenn da nicht wieder die lästige Anstrengung mit dem Aufstehen wäre. Den Neigungswinkel der Bank zum Aufstehen zu nutzen und sich dann von der Bank gleich einen Anschubser zum Weiterlaufen geben zu lassen, war zwar eine gute Idee. An der Ausführung muss er aber noch arbeiten, der Tobi. Mit der Barbarossa Stadt Sinzig stand, wie der Namenszusatz schon andeutet, eine historisch nicht unbedeutende Stadt auf dem Wanderplan. Erstmals 762 urkundlich erwähnt, ist Sinzig vor allem bekannt dafür, dass es zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert Sitz einer Kaiserpfalz war und Kaiser Friedrich I. Barbarossa dreimal in der Stadt weilte. Heute noch aus dem Mittelalter zu sehen sind Reste der alten Stadtmauer und die katholische Kirche St. Peter aus dem 13. Jahrhundert.
Nicht ganz so alt, nämlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist das Schloss Sinzig, welches heutzutage für Repräsentationszwecke genutzt wird und unter dessen Dach sich das Heimatmuseum der Stadt befindet. Am Ortsausgang, wie sollte es anders sein, ging es dann erstmal wieder bergan und nach kurzer Zeit rein in den Wald und quasi fast direkt wieder runter in Richtung der Ortschaft Bad Bodendorf. Im Ort angekommen, wurde dieser zunächst recht zügig durchquert. Anstatt gerade aus dem Ort hinauszulaufen, machte der Weg einen Knick nach Osten und führte uns dann in einem großen Bogen wieder in westlicher Richtung hinter dem Ort entlang. Und natürlich nicht genug der Extrameter, zusätzlich gab es auch noch extra Höhenmeter. Wären wir im Ort geradeaus weitergelaufen, statt der Rhein-Burgenweg-Beschilderung zu folgen, wären wir hier schon viel früher hochgekommen und hätten dabei nichts verpasst. Langsam kamen wir unserem Etappenziel Remagen näher, erblickten wir doch im Wald den zur Stadt gehörenden alten jüdischen Friedhof. Das genaue Entstehungsdatum des Friedhofs ist nicht bekannt. Ein Großteil der 21 erhaltenen Grabsteine stammt aber aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nun war es bis Remagen nicht mehr weit. Ein letztes spannendes Highlight erwartete uns aber noch, bevor wir die Stadt erreichten. Eine Burgruine. Nun, es ist nicht direkt eine Burg, vielmehr ist es ein altes Hotel mit dem Namen Waldburg, welches im Wald oberhalb von Remagen langsam aber sicher dem Zahn der Zeit zum Opfer fällt. Ein letzter Abstieg noch und es war geschafft. Remagen war erreicht. Da wir beide aber recht erschöpft waren, verzichteten wir an diesem Nachmittag auf einen größeren Stadtrundgang, sondern nutzten lieber die Sauna des Hotels, in welchem wir abgestiegen waren. Einen Abstecher zu den Resten der bekannten Brücke ließen wir uns aber dennoch nicht nehmen.
Die 11. Etappe verläuft von Andernach aus über Feld und durch Wald in einem Bogen vorbei an einem alten römischen Steinbruch hin zum Rhein und oberhalb dessen bis nach Bad Breisig. Von Bad Breisig aus verläuft der Weg weg vom Rhein und in einem weiteren Bogen bis zur Barbarossa-Stadt Sinzig. Diese wird durchquert und in einem erneuten, recht weitläufigen Bogen geht es bis nach Remagen. Ja, da haben wir es geschafft. Die Etappen 11 und 12 des Rheinburgenwegs sind gewandert. Die haben uns jetzt von Andernach über Bad Breisig nach Remagen geführt. Ja, der Weg zeigte sich jetzt hier wieder leicht verbessert, nachdem der Mittelteil ja doch eher so ein bisschen naja war. Von Andernach ging es aber zunächst erstmal noch über Breitenweg hoch, über Felder in den Wald hinein und wieder hinunter. Also die erste Hälfte der 11. Etappe war dann noch so, naja, und ab dem römischen Steinbruch dann wurde das Ganze aber besser. Da habt ihr dann Regenwechsel gehabt von schmalen Pfaden, breiten Wegen, mal felsige Stellen mit dabei. Mehr auf und ab. Mehr auf und ab. Es gab wieder ein bisschen was zu sehen, ne? Nämlich den römischen Steinbruch, die Burg Broleck auf dem Weg, wo man durch den Hof durchwandert. In die Burg selber kann man leider nicht rein. Und der ein oder andere Rheinblick war dann auch wieder mit dabei. Ja, 12. Etappe dann, starker Anfang von Bad Breisig hoch über schmalen, ja doch recht schweißtreibenden Pfad. Danach eher über breite Wege weiter durch den Wald, vornehmlich Ein bisschen eintöniger meist gewesen. relativ geradlinig geführt. Hier und da gab es mal Abweichungen, das war ganz nett. Da ist der Weg dann auch mal auf einen Pfad ausgewichen, beziehungsweise manchmal läuft er sogar parallel, aber ist immer noch besser als den breiten Waldweg zu laufen. So ist es. An ein, zwei Stellen haben wir uns wieder ob der Wegführung gefragt. Gerade am Schluss oder kurz vor Schluss im letzten Ort vor Remagen. Da macht der Weg auf einmal kurz vor Ortsende einen Schlenker nach rechts in großem Bogen hinterm Ort lang und trifft nochmal aufs Ortsende. Anstatt dass man da einfach geradeaus weitergelaufen wäre, da hätte es dann auch linker noch den historischen Ortskern gegeben, den man hätte mitnehmen können an der Stelle. Warum der Bogen da unbedingt sein musste, wir wissen es nicht. Jo, ansonsten Markierungen soweit wie gewohnt solide. Jo, haben wir noch was? Ich glaube nicht. Glaub nicht. Nö, dann ja, war's das für dieses Mal wieder. Dann hoffen wir, euch hat's gefallen, uns auf den beiden Etappen zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.